Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wissen Sie, ich liebe das Fantastische. Ich mag es, mich zu gegebener Zeit mit Gedanken aus dem Alltagstrott zu holen, die Themen behandeln, welche sich knapp an der Grenze der menschlichen Vorstellungskraft bewegen. Sie werden verstehen, was ich meine. Ja? Das Vorwort zum heutigen Video, das verlässt die Kynologie vollständig. Seien Sie gewarnt. Ja? Soll aber dazu dienen, Ihnen zu vermitteln, weshalb ich mich für den heutigen Beitrag entschieden habe. Ja? Das passt alles irgendwie zusammen. Ich ertappe mich immer wieder dabei, alles viel lockerer und entspannter zu sehen, nachdem ich mir zum Beispiel eine gute Dokumentation mit Schwerpunkt Astronomie angesehen habe. Ja, da sitze ich dann mit geöffneter Kinnlade da und meine Gehirnsynapsen arbeiten auf Hochtouren. Und zum Schluss halte ich es dann zumeist wie Sokrates, indem ich mir denke, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und zwar absolut nichts. Ich möchte Ihnen hierzu einige Beispiele geben. Sie werden danach ganz gut verstanden haben, was ich genau damit meine. Aufgepasst! Der Begriff Milchstraße ist den meisten von Ihnen bekannt. Klare Sache, so wird unsere Galaxie genannt. Und die sieht etwa so aus. Ja, und etwa hier befinden wir uns mit unserem Planeten Erde. Kämen Sie jetzt auf die Idee, unsere Galaxie übers Wochenende von einem Ende zum anderen zu durchreisen, dann wird sich das nicht ganz ausgehen, liebe Zuseher, in diesem einen Wochenende. Denn um das zu schaffen, müssten Sie etwa 120.000 Jahre lang mit Lichtgeschwindigkeit reisen. Ja? Sie sollten also über etwas längeren Urlaub bei diesem Vorhaben nachdenken. Ist nur ein Tipp von mir. Ja? Unsere Sonne, die erreichen Sie mit Lichtgeschwindigkeit in 8 Minuten. Ja, Sonnen gibt es ja mehrere in unserer Galaxie. Bis zu 400 Milliarden sollen davon in der Milchstraße leuchten. Wussten Sie das? Ist so. Die größte bisher von uns entdeckte Sonne befindet sich in unserer Galaxie, und zwar im Sternbild des großen Hundes, und trägt den Namen Canis Majoris. Dieser Feuerball ist 3900 Lichtjahre von uns entfernt und etwas größer als unsere Sonne. Ich präsentiere Ihnen mal einen Größenvergleich. Das ist unsere Erde, wie Sie wissen. Eine recht große Kugel, möchte ich meinen. Ja? Machen wir sie mal etwas kleiner. Im Vergleich zu unserer Sonne, die Sie jetzt sehen werden, wirkt sie schon nicht mehr so groß, oder? Ja. So, und jetzt schicken wir diese kleine blaue Kugel namens Erde nach Hause und platzieren unsere Sonne da, wo gerade noch die Erde war. Und nun sehen wir uns an, wie unser hell leuchtender Lebensgarant größentechnisch gegen Canis Majoris abschneidet. Da haut es einem das Gehirn weg, oder? Ja, was für eine Kugel. Unglaublich, ja? Aber das Beste dieses Vorwortes kommt erst jetzt. Ich sagte Ihnen ja, dass unsere Galaxie einen Durchmesser von etwa 120.000 Lichtjahre hat und etwa 400 Milliarden Sonnen beinhaltet, wovon die meisten von Planeten umkreist werden. Wissenschaftler nehmen an, dass es etwa 2 Billionen, das sind 2000 Milliarden Galaxien im Universum gibt, welche alle Milliarden an Sonnen beinhalten und von welchen der
Großteil davon vom Planeten umkreist wird. Es ist für mich also sehr wahrscheinlich, ja, dass irgendwo da draußen in den Weiten, in diesen unvorstellbaren Weiten des Universums irgendwo noch ein Hundekanal mit dem Namen Dog Special existiert. Ja. Also, ja, ich denke mal, ist auch sehr wahrscheinlich, dass es noch tausende weitere Hundekanäle mit dem Namen Dog Special gibt da draußen. Ja. Schauen Sie, es gibt mehr Sonnen im Universum als Sandkörner auf unserer Erde. Und der Großteil dieser Kugeln besitzt Planeten, die ihn umkreisen. Und genau solche Informationen und Gedanken daran, die holen mich manchmal dann aus dem Alltagstrott heraus oder sorgen dafür, dass ich eine politische Entscheidung oder ein gebrochenes Handy-Display viel entspannter betrachte, wenn ich daran denke. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Doch nicht nur die Astronomie, die wegen was auch immer auf meinem Hundekanal jetzt präsentiert wurde, ja, mit ihren über die menschliche Vorstellungskraft hinausgehenden Themen faszinieren mich. Ich muss die Erde gar nicht verlassen, um mich von augenöffnenden Fakten berieseln zu lassen, die mich ins Fantastische abholen und somit auch aus dem Alltagstrott raus befördern. Wenn ich an den größten Hund denke, der jemals über unseren Planeten gewandelt ist, geht's mir auch so. Um Ihnen einen Eindruck zu vermitteln, was ich damit meine, gebe ich Ihnen einen Größenvergleich zwischen diesem Hund und mir, der etwa der Realität entsprochen hätte. Da zieht es einem die Schuhe aus, oder? Ja, ich glaube schon. Ja. Und um diesen gigantischen Räuber, um den geht es heute. Ja. Epision Haydeni, der größte Hund, der jemals lebte. Also bis gleich. Nun, der Knochenbrecherhund erschien das erste Mal vor etwa 20 Millionen Jahren und starb vor ungefähr 5 Millionen Jahren aus. Er lebte also etwa 15 Millionen Jahre als einer der Spitzenprädatoren in der Epoche des Miozän und somit 50 Mal länger, als wir Menschen bis jetzt existieren. Denn den Homo sapiens gibt es gerade mal seit zarten 300.000 Jahren. Das ist auch so eine schwer vorstellbare Geschichte, oder? Ja. Epision Haydeni bedeutet übersetzt mehr als ein Hund. Anders als der noch größere Bärenhund, ja, war der Epision Haydeni ein echter Hund und zählte zur Unterfamilie der Orophaginae, den sogenannten knochenbrechenden Hunden. Dieser Urzeithund übertraf moderne Mitglieder der Familie der Canidae wie große Wölfe oder Hunde in seinen Ausmaßen bei Weitem und gilt als der größte Hund, der jemals lebte. Im Durchschnitt erreichen diese Tiere Schulterhöhen zwischen 90 cm und 100 cm und wurden zwischen 100 Kilo und 125 Kilo schwer, doch aufgepasst, liebe Zuseher. Es wurden versteinerte Skelette des Epision Haydeni gefunden,
welche auf Tiere mit 120 cm Schulterhöhe, 170 Kilo Gewicht und einer Länge von 2,5 Metern hinwiesen. Das müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich würde sagen, der ist also eher weniger passend für die Kategorie Klein-, Begleit- und Schoßhunde. Ja, also das ist nur meine Meinung. Ja. Wie ein Rottweiler aussieht, das werden die meisten von Ihnen natürlich wissen. Klare Sache, herrlicher, großer, kapitaler Hund ist das. Ja, genauso werden Sie sich einen Mann mit etwa 1,80 Meter Körpergröße vorstellen können. Ja, ich präsentiere Ihnen jetzt mal wie ein kapitaler Rottweiler mit um die 70 cm Schulterhöhe und etwa 60, 65 Kilo Gewicht und ein Mann dieser Größe inmitten einiger dieser knochenbrechenden Hunde ausgesehen hätten. So herrlich und beeindruckend ein kapitaler Rottweiler auch ist. Ja. Ich denke, hier büßt er etwas an seiner, wie soll ich sagen, Ausstrahlungskraft ein, oder? Ja, es wird noch andere Tiere. Und auch der überdurchschnittlich oder der durchschnittlich große Mann wirkt hier eher wie ein Beistrich in der Landschaft, möchte ich meinen. Ja. Und wenn hier eventuell einige Figuranten aus dem Hundesport zusehen, dann werden die vielleicht genau jetzt dieselben Gedanken entwickeln, die ich mir damals machte, als ich das erste Mal über die Ausmaße dieses Hundes nachdachte. Liebe Figurantenkollegen, stellen Sie sich den mal am Arm vor. Ja. Da würden wir in der Gegend herumfliegen wie Taschentücher. Ja. Und enden würde das Ganze dann mit dem Schutzarm am Boden, allerdings noch mit unserem Arm drin steckend, möchte ich meinen. Ja, Wahnsinn. Ist so. Untersuchungen ergaben, dass der Epision haydeni als Spitzenpredator seiner Zeit eine Nische ausfüllte, die heute von Löwen und Hyänen ausgefüllt wird. Ja, so soll er nicht nur Jäger, sondern auch Aasfresser gewesen sein. Seine enorme Kiefermuskulatur und Zähne, welche ähnlich aufgebaut waren wie diejenigen moderner Hyänen, erlaubten es ihm, dickste Knochen zu zertrümmern, um an das nahrhafte und köstliche Mark zu gelangen. Auch geht man davon aus, dass er eher ein Hinterhaltsjäger war, als ein Hetzjäger, wie seine modernen Verwandten es sind. Er nutzte nach kurzen Sprints also eher seine schiere Masse und Kraft, um die Beute zu erlegen. Ähnlich wie es große Katzen, Löwen zum Beispiel im Rudel, heute auch tun. Ja, man geht davon aus, dass Urkamele, Urpferde und sogar Urnashörner zu seinen Beutetieren zählten. Gefunden hat man Fossile dieses gigantischen Räubers ausschließlich im Gebiet des heutigen Nordamerikas. Ob dieser riesige Hund auch in anderen Gegenden beheimatet war, weiß man nicht. Als Hauptverdächtige seines Aussterbens werden zwei Ursachen angenommen. Umweltveränderungen und Konkurrenzdruck sollen das gewesen sein. Der Epision haydeni, der war für große Beutetiere gemacht. Beutetiere, die er mittels überraschenden Sprints einholen und durch pure Körperkraft überwältigen konnte. Doch das Klima änderte sich. Viele seiner ursprünglichen Beutetiere starben aus und dieser riesige Hund konnte sich evolutionstechnisch nicht schnell genug auf kleinere, weit flinkere Beute einstellen. Außerdem hatte er den Säbelzahntiger als Konkurrenten, der mit dieser Umstellung besser zurechtkam und dem Hund
den Rest wegfraß, wenn man so sagen kann. Ne? Unterm Strich gesehen verhungerte der Episeon Haideni, weil er für das Nahrungsangebot am Ende zu groß, zu mächtig, zu wuchtig war. Ja. Und somit endete die 15 Millionen Jahre dauernde Ära des größten Hundes, der je gelebt hat. Beeindruckendes Tier, liebe Zuseher, oder? Wahnsinn. Und genau das sind eben so Geschichten, die mich faszinieren und von welchen ich denke, dass sie auch den einen oder anderen von Ihnen als Hundefan beeindrucken könnten. Also davon gehe ich mal aus. Also, wenn Sie das nächste Mal vor einem Irish Wolfhound stehen und sagen, was für ein Gigant, dann denken Sie an den Episeon Haideni und lassen sich etwas vom Fantastischen abholen. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen, und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.